Wie wär's mit einem so richtig herzhaften, bodenständigen veganen Ragu? Heute zeige ich ein Rezept mit Süßkartoffeln. Los geht's! Zuallererst weiche ich die getrockneten Shiitake-Pilze in heißem Wasser ein, für 15 Minuten. Als nächstes heize ich den Ofen vor. Dann stelle ich ein Blech, das ich mit Backpapier ausgelegt habe, bereit. Zu unserem veganen Ragu passen hervorragend Ofenkartoffeln. In einer großen Schüssel vermenge ich diese mit Olivenöl, gehacktem Rosmarin und etwas Salz. Dann verteile ich dies auf dem vorbereiteten Blech und ab in den Ofen für 35 Minuten. Nach der Einweichzeit der Shiitake-Pilze gieße ich das Wasser weg. Dann drücke ich die Pilze etwas aus. Und danach werden sie noch grob gehackt. Für das Süßkartoffel-Ragu erhitze ich in einem großen Topf etwas Erdnussöl. Darin brate ich dann für 3 Minuten die fein gewürfelten Zwiebeln. Dann kommen die 1 cm großen Süßkartoffelwürfel dazu, die gehackten Shiitake-Stücke, fein gewürfelter Knoblauch und Tomatenmark. Alles 1 Minute mitrösten und dann mit dem veganen, alkoholfreien Rotwein ablöschen. Dann kommt die Gemüsebrühe dazu, 2 Lorbeerblätter, eine ordentliche Menge gehackter Rosmarin und etwas Kokosblütenzucker. Alles gut verrühren, dann das Ragu einmal kurz zum Kochen bringen, die Hitze reduzieren und dann 10 Minuten köcheln lassen. Übrigens, gefallen euch unsere Rezepte? Dann unterstützt uns, indem ihr unseren Kanal abonniert und vergesst nicht, auf die Glocke zu klicken. Zuvor hatte ich alkoholfreien Wein erwähnt. Ja, auch das gibt es. Und wisst ihr auch, wieso nicht jeder Wein vegan ist? Für den sogenannten Klärungsprozess in der Weinherstellung werden schon seit Jahrhunderten tierische Proteine verwendet, meist das Eiklar. Wein ist zunächst einmal recht trübe. Deswegen gibt man Eiweiß in den trüben Wein. Dem trüben Wein wird das Eiweiß zugesetzt, welches nun die Trübstoffe bindet und auf den Boden des Fasses sinkt. Jetzt kann der klare Wein oberhalb der Trübstoffe aus dem Fass gezogen werden und im Wein selbst verbleiben nur noch Spuren der tierischen Hilfsstoffe. Manche Rotweine kommen jedoch auch ohne Klärung aus, was aber nicht immer deklariert wird, weshalb man die Weine auch nicht als vegan erkennen kann. Muss ein Wein nun doch geklärt werden, so gibt es auch vegane Mittel, wie etwa Bentonit. Auch mit Aktivkohle oder Proteinen aus Weizen und Erbsen können vegane Weine geklärt werden. In diesen Fällen wird ein Wein dann meist explizit als vegan deklariert. Ist doch genial, oder? So, das Ragu hat schon fertig gekocht. Jetzt nur noch abschmecken mit Salz und Pfeffer. Dann servieren mit den warmen Ofenkartoffeln und frischer Petersilie. Und genießen nicht vergessen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.